Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch das letzte Rezept in der Osterreihe 2024. Alle meine Osterrezepte findet ihr in meiner Oster-Playlist, die ich euch gerne auf dem kleinen i verlinke. Auch hier unten in der Infobox findet ihr den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. So müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Wir backen ein ganz einfaches Quarkölgebäck und stechen dies mit schönen Osterausstechern aus, mit Häschen, Eiern, Schmetterlingen und was ihr so da habt. Es macht auch nichts, wenn es nur Häschen sind oder nur Eier. Es sieht immer wunderschön aus, ist toll geeignet für den Osterkaffee, für den Ostertee, für den Osterbrunch oder das Frühstück und auch toll geeignet als Geschenk zum Mitbringen. Bevor wir jetzt aber starten, einfach mal alle jetzt den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist kostenlos. Und dann auch die kleine Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Immer sonntags um 10 Uhr geht hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo online. Außer natürlich in den Ferien. Das heißt, in den nächsten 2 Wochen werde ich nichts hochladen, aber es gibt noch genug zu sehen auf dem Kanal. Und wie gesagt, die Oster-Playlist, da könnt ihr mal reinschauen. Da habt ihr bestimmt noch nicht alles gesehen. Wir starten in die Zubereitung unseres leckeren Ostergebäcks. Der Ofen darf nun schon vorgeheizt werden auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Und wir geben unseren Quark in eine Schüssel. 250 Gramm Quark. Ich nehme immer Halbfettstufe. Hinzu kommt 120 Milliliter Öl. Ich nehme hier Sonnenblumenöl, also ihr könnt einfach neutrales Pflanzenöl verwenden. Und ein Ei. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Und das verrühren wir schon mal miteinander, dass sich alles schön verbindet zu einer Emulsion. Sehr schön. Hinzu kommen jetzt die restlichen Zutaten, nämlich 400 Gramm Mehl. Ich nutze hier ganz normales Haushaltsmehl, Typ 405. 100 Gramm Zucker. Ein Päckchen Backpulver. Ungefähr einen Teelöffel Vanillepaste. Und bei mir kommt noch Zitronenschale wie immer hinzu. Könnte auch Orangenschale sein, das passt auch sehr, sehr gut dazu. Einfach so ein bisschen was. Nicht zu viel, ungefähr die Hälfte der Bio-Zitrone. Und den Rest der Bio-Zitrone könnt ihr dann auch noch abreiben und auf einem Tellerchen trocknen lassen. So habt ihr immer getrocknete Bio-Zitronenschale daheim. Nicht zu vergessen natürlich bei allen süßen Gebäcken immer eine Prise Salz für den Kontrast. Nun ist alles beisammen und wir können unsere Zutaten mit den Knethaken des Rührgeräts zu einem schönen, geschmeidigen, seidigen Teig verrühren. So, und wenn es mit dem Knethaken des Rührgeräts zu schwierig wird, dann machen wir ganz traditionell mit den Händen weiter. Dafür geben wir uns etwas Mehl auf unsere Arbeitsfläche und den Teig kann man am besten mit einer Teigkarte aus der Schüssel bekommen, denn manchmal ist er noch etwas zu klebrig. Dann müssen wir noch etwas Mehl unterkneten. Das liegt immer auch an der Größe der Eier oder an der Feuchtigkeit des Quarkes, je nachdem, wie eben euer Quark ausfällt. Kann das durchaus mal sein, dass er noch etwas klebrig ist. So, gerne auch noch was oben drüber streuen und dann einmal mit den Händen durchkneten. Und dann wird er wunderschön geschmeidig und seidig. Wunderbar, der Teig ist fertig geknetet. Er sollte nicht mehr kleben. Dann ist er richtig und schön geschmeidig und seidig sein. Und jetzt können wir ihn ausrollen auf ungefähr 1 cm Dicke, 0,8 bis 1 cm. Und dann können wir auch schon gleich ausstechen. So, zum Ausrollen unsere Häschen mal beiseite. Und dann haben wir auch genug Platz. Noch etwas Mehl auf der Fläche verteilen und auch auf dem Teig und auf dem Rollholz. Nicht zu viel, aber schon so ein bisschen was. Sehr schön. Schöner Teig. Ich rolle jetzt den Teig auf 8 cm Dicke aus. 5 und 3 sind meine Rollhölzer hier.
Und ja, da geht noch etwas. Da habe ich noch ein bisschen Spielraum. Sehr schön. Wir sind auf 8 mm Dicke des Teigs. Und jetzt können wir mit unseren Osterausstechern ausstechen. Ich habe hier ein Ei zum Beispiel, dann habe ich ein Küken, natürlich ein Häschen, einen Schmetterling und natürlich ein Osterlämmchen. Und die ausgestochenen Gebäckstücke kommen dann gleich auf das Backblech. Das sollte mit Backpapier oder Silikon belegt sein und darf dann gleich gebacken werden. So sieht jetzt unser Häschen aus. Es kommt bei mir direkt aufs Blech. Natürlich mit etwas Abstand aufs Blech legen, denn der Teig geht noch gut auf. Ein Entchen. Ein Schmetterling. Ein bisschen hin und her rütteln, dann löst sich alles gut. Ganz süß. So, ich stecke jetzt noch die restlichen aus und dann kann man einfach den Teig wieder verkneten und nochmal ausrollen. Aber bitte nicht zu oft. So ein Teig mag das immer nicht so gerne. Also versucht möglichst ohne viel Rest auszustechen. Und dann sehen wir uns wieder zum Abstreichen und zum Backen. So, der Teig ist bei mir schön eingepackt, der kann noch mal entspannen. Alle sind erfolgreich auf dem Blech gelandet und werden jetzt mit Eiwasch gerade noch abgestrichen. Zum Abstreichen unseres Gebäcks brauchen wir ein Eigelb und etwas Sahne oder Milch, so ungefähr einen Esslöffel. Ich nehme jetzt Sahne, aber Milch geht genauso gut. Und das gerade einfach verrühren miteinander, dass sich ein schön streichfähiges Eigelb ergibt. Ich gebe noch etwas mehr Sahne hinzu, denn wir haben ja einiges an Häschen und so weiter abzustreichen. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Und dann kann es auch schon losgehen. Mit einem Backpinsel gerade einfach ganz zart abstreichen. Und jetzt kann unser Gebäck in die Mitte des vorgeheizten Ofens geschoben werden und darf so etwa 10 bis 15 Minuten backen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, hier jetzt auch etwas Hagelzucker aufstreuen oder Nonpareils oder andere Deko. Aber ich werde die erste Ladung jetzt mal einfach so abbacken und später in Butter und Zucker tunken. Und dann zeige ich euch noch eine Runde mit etwas Schmuck. So, während das erste Blech im Ofen schön backt, werde ich mir jetzt diesen Teil hier ein bisschen dekorieren. Das Lämmchen bekommt etwas Hagelzucker für Fell. Ich finde, das passt gut. Und ein Ei bekommt auch etwas. In der Mitte Hagelzucker. Also da könnt ihr wirklich jetzt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Dann streue ich noch ein paar Nonpareils auf. Dann könnt ihr natürlich einfach schöne Sprinkles nehmen. Ich habe jetzt hier so Konfetti-Sprinkles, die nehme ich hier für den Schmetterling. Ich finde, das passt gut bei einem Schmetterling. Richtig süß. Beim Häschen mache ich so ein bisschen Fell mit Krokant. Und das Hühnchen kriegt so ein bisschen Gefieder in Gold und Weiß. Einfach so ein bisschen was. Aber wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da können auch die Kinder mithelfen. Die freuen sich natürlich immer, wenn sie sowas machen dürfen. So, und da kommt unsere erste Ladung Häschen und Eier und was noch alles dabei ist. Wirklich süß. Und ich werde sie jetzt noch warm mit zerlassener Butter abstreichen und sie dann in Zucker tunken. So, die Butter habe ich mir gerade in der Mikrowelle etwas zerlassen. 50 Gramm ungefähr. Es kann aber auch weniger sein, je nachdem, wie viel ihr abstreichen wollt. Damit streicht ihr die noch warmen Häschen ein. Häschen und Eier und was es da alles gibt. Pilze und Küken, Schmetterlinge und Schäfchen oder Lämmchen. Und dann habe ich hier einfach Zucker so ein bisschen und tunke sie gerade. Und lasse sie dann gerade auf dem Kuchengitter auskühlen. Also ein bisschen abkühlen dürfen sie vorher. Und das sieht einfach wunderschön aus.
Man kann dieses Gebäck übrigens auch ganz toll füllen. Dazu einfach dann nach dem Backen aufschneiden und etwas Marmelade oder Schoko hineingeben. Und die Kinder und Erwachsene freuen sich. Und so sehen nun die geschmückten Gebäcke aus. Wunderschön geworden mit dem Fell und dem Krokant und den Nonpareils. Also da könnt ihr einfach schauen und ein bisschen kreativ werden. Ich lasse jetzt alles noch weiter abbacken, was noch übrig ist, verziere noch schön und dann sehen wir uns wieder zum Probieren. Ich habe ungefähr 3 Bleche abgebacken, mit jeweils so 12 bis 15 Stücken. Das hängt natürlich von der Größe ab, eurer Ausstecher. Jetzt werde ich mal probieren. Ich finde, sie sind super süß geworden. Gerade so zum Mitbringen auf den Osterbrunch genau richtig. Einmal probieren. So sieht es von innen aus. Schön fluffig, saftig. Und gleich mal probieren. Sehr lecker, nicht zu süß, schön mit der Zitrone und der Vanille drin. Und ich kann sie mir auch sehr gut gefüllt vorstellen, also einfach durchschneiden und mit Marmelade bestreichen oder mit Schoko, je nachdem, was eure Kinder am liebsten mögen. Also ein perfektes Geschenk für das Osterfest. Macht sie unbedingt nach. Das war mein diesjähriges Ostergebäck. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich finde die kleinen Eier, Hasen und Lämmchen und was es noch alles gibt, so super süß. Ich freue mich auf ganz viele Fotos von euch auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox unter dem Videotitel. Dort findet ihr auch das Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, mir einen netten Kommentar dazulassen, das Video zu liken. Und ich wünsche euch ganz, ganz schöne Ostertage im Kreis eurer Lieben und eurer Familie. Und wir sehen uns nach den Ferien wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!